Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Heute geht es um den Opel Astra. Bei dem haben wir Kühlmittelthermostat gewechselt und natürlich ist es wichtig, das Ganze vernünftig zu entlüften. Warum? Bei dem eventuell vielleicht jetzt weniger wichtig, aber trotzdem ist es wichtig, Kühlsysteme allgemein richtig zu entlüften. Warum? Habe ich schon in manchen Videos erzählt, denn es gibt AGR-Kühler, die mit Kühlwasser befüllt bzw. den AGR-Kühler umspülen das Ganze. So, dann passiert es wie folgt, man hat das Ganze falsch entlüftet, das dauert bis Kühlwasser bis dahin angekommen ist, aber wenn wir ihn starten, da entsteht sofort sehr schnell heiße Temperaturen und dann platzen die. Deswegen wichtig ist es, vernünftig das Ganze zu entlüften und natürlich, wenn man die Arbeit gemacht hat, das Ganze vernünftig einen Unterdruck erzeugen und zu prüfen, ob alles dicht ist. Mit dem Koffer hier zum Beispiel haben wir die Möglichkeit, wir haben unterschiedliche Adapter. Ja Leute, ganz kurze Einblendung. Und zwar, dieses Video wird gesponsert von XXL Automotive. Das ist ein Werkzeug-Online-Shop, hat auch zwei eigene Hausmarken. Vielleicht habt ihr die ein oder andere schon mal gesehen, Reptool und Stahlmax. Ja, wir arbeiten schon des Längeren zusammen und ja, von meiner Seite aus ist das Werkzeug wirklich zu empfehlen. Und ja, machen wir uns nichts vor, wenn man ein vernünftiges Werkzeug hat, dann tauschen sich die Ersatzteile schon fast von alleine aus. Jeder kennt es, das geile Gefühl, wenn das Werkzeug passt, vernünftig ist und man seine Arbeit vernünftig machen kann. Und bis jetzt konnten mich die Marken immer überzeugen. Die Werkzeuge waren immer passgenau, Spezialwerkzeug besonders. Bei manchen ist halt das Problem, also jetzt nicht von der Marke, aber andere Hersteller haben manchmal das Problem bei Steuerkette, dass die Blockierwerkzeuge nicht sehr gut passen. Hier habe ich aber immer gute Erfahrungen gemacht. Das Gute ist auch, ihr müsst sie auch nicht kaufen. Ihr habt die Möglichkeit, das Ganze euch auszuleihen. Deswegen, unten ist das Ganze einmal verlinkt. Und mit dem Rabattcode VITYAWOLF kriegt ihr nochmal 5%. Das ist jetzt ein dauerhafter Rabattcode. Damals waren 10%, aber das war ein Neukundenrabatt. Jetzt könnt ihr mehrere Produkte oder öfters den Rabattcode anwenden. Deswegen, ja, unten ist das Ganze verlinkt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und ja, ansonsten weiter mit dem Video. Kauflink unten in der Videobeschreibung. Wir haben die Möglichkeit, mit dem Koffer Druck drauf zu geben, wenn wir zum Beispiel Kühlwasserverlust haben, Druck drauf geben, aber auch vernünftig entlüften können. Beziehungsweise Kühlwasser wechseln oder auffüllen. Denn wir erzeugen mit dem Koffer einen Unterdruck im Kühlwassersystem. Dadurch prüfen wir, ob das Ganze dicht ist, holen die ganze Luft raus und spülen neue Kühlwasser in den Kühlwasserkreislauf ein. Wie das Ganze funktioniert, würde ich euch sehr gerne zeigen. Wir haben das Ganze schon bei VW gemacht und ich glaube Mercedes gemacht. VW und Mercedes gemacht. Wir werden die Videos werden wir in die Videobeschreibung mit reinpacken. Ich würde sagen, los geht's. So, den richtigen Adapter auswählen. Dann können wir diese Einheit hier nehmen. Damit erzeugen wir Unterdruck. Das zumachen, aufmachen, also so. Den einmal nach hier hin. Und dann machen wir Druck drauf. Und dann sehen wir schon, dass er Unterdruck erzeugt. So, bis gelb. Einmal Unterdruck aufbauen. Und dann können wir zumachen. So, und jetzt können wir darauf achten, ob er den Unterdruck auch hält. Wichtig ist natürlich, dass ihr auch den richtigen Adapter habt. Denn wenn ihr den falschen Adapter habt, dann fällt das Ganze ab, weil er hat ja hier so einen Ablauf an der Seite. Und wenn der nicht richtig dicht ist, läuft das Ganze ab. So, die Kühlwasserschläuche haben sich jetzt auch extrem zusammengezogen. Da könnt ihr einmal sehen, wie stark die sich zusammengezogen haben. Und damit prüft ihr auch, ob das System natürlich dicht ist, wenn der Unterdruck abfallen würde. So, jetzt können wir das Ganze befüllen. So, die Befüllung läuft wie folgt. Da gibt es nochmal so einen separaten Schlauch. Den können wir hier einmal hinstellen. So. Machen den hier einmal rein.
Sollte von der Länge eigentlich passen. Ja, wird schon passen. So, machen den hier einmal drauf und öffnen das Ganze. Und dann seht ihr, zieht er das ganze Kühlwasser rein. So, und können damit jetzt genug auffüllen und er gleicht quasi da, wo überall Luft war, hat er herausgeholt und gleicht das Ganze jetzt mit Kühlwasser aus. Natürlich stoppt er jetzt nicht beim Maximum, sondern er macht den Behälter komplett voll, deswegen müsst ihr anschließend trotzdem das Ganze noch prüfen, dass der Kühlwasserstand vernünftig passt. So, und befüllt das Ganze. Und so soll man die Kühlsysteme befüllen bzw. entlüften. Natürlich gibt es noch Entlüftungsschrauben bei manchen Modellen, aber bei den neueren Fahrzeugen ist das so üblich, das so zu machen. So, und dann war es das auch. Ja, und anschließend das Ganze wieder zurückbauen, Kühlwasserstand prüfen. Ja Leute, und so kann das Ganze dann einmal aussehen, wenn man das Kühlsystem entlüften bzw. wechseln möchte. Und ihr könnt dann auch, wenn ihr unten auf XXL drauf geht, da seht ihr die Anleitung und da seht ihr die unterschiedlichen Adapter und könnt dann gucken, ob euer Fahrzeug mit dabei ist. Manchmal sind sie nicht aufgelistet, aber die Adapter passen trotzdem drauf. Deswegen unten ist eine PDF. Bis zu 28 Adapter, Prüfkoffer inklusive Vakuumbefüllgerät. Und ihr habt dann quasi einmal, womit ihr Unterdruck machen könnt und einmal Druck machen könnt. So sieht das Ganze dann einmal aus. Und manchmal ist es auch zu empfehlen, wirklich Unterdruck zu machen, wenn ihr zum Beispiel im kalten Zustand irgendwo ein Haarriss prüfen wollt. Da habt ihr hiermit eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Natürlich auch Druck, aber per Unterdruck hat man mir gesagt, soll das besser sein. Deswegen schreibt mal bitte unten in die Kommentare, was ihr sagt. Druck oder lieber Unterdruck bei Undichtigkeiten. Ja, und an der Stelle, ich hoffe, mit dem Video konnte ich dem einen oder anderen weiterhelfen. Schreibt bitte alles zu dem Thema unten in die Kommentare. Wir haben schon VW gemacht, bei Mercedes haben wir ein separates Video und jetzt Opel. Es gibt unterschiedliche Adapter, deswegen schreibt bitte alles unten in die Kommentare. Kauflink auch unten, das Ganze mit dem Rabattcode VITYAWOLF, kriegt ihr nochmal 5%. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!